Hallo an den Empfangsgeräten und willkommen zum großen Superbike-Vergleichstest 2018. Neben mir, das ist Tobi Münchinger vom Sportmotorradmagazin PS. Mein Name ist Johannes Müller und wir sind heute im spanischen Alcaraz auf der Rennstrecke. Tobi, erklär uns mal und den Zuschauern, was ist das Programm? Ja, was ist das Programm auf einer Rennstrecke? Also wir haben alle top aktuellen 2018er Superbikes dabei und fahren so schnell im Kreis, wie es geht. Der Christian Kellner, Ex-WM-Supersportfahrer, wird uns da als Rundenzeitenermittler dienen. Und der Dirk Debus von 2D Data Recording ist am Start und verkabelt die ganzen Bikes zwecks Datensammlung. Und wir sind hier richtig gut aufgestellt, glaube ich. Ja, das mal vorweg. Dann würde ich jetzt sagen, schauen wir uns das Ganze mal gemeinsam an und gehen mal im Einzelnen die Motorräder ab. Fangen wir mit den Motorrädern an. A wie Aprilia. Hier haben wir die RSV4. Euro 4 Update kam letztes Jahr. Sie war letztes Jahr beim Supersportvergleich auch schon ziemlich schnell unterwegs. Und jetzt sind wir mal gespannt, was die Aprilia dieses Jahr so zu reißen vermag. V4-Motor, konventionelle Ölinsfederelemente, dickes Elektronikpaket. Johannes? Ah, stimmt, genau. Das ist übrigens die RF. Und die RF hat diese konventionellen Ölinsfederelemente und die Schmiederäder. So, B wie BMW S1000RR. Von diesem Motorrad gibt es keine noch höherwertig ausgestattete Variante, aber BMW hat also diese spezielle Maschine für uns mit Schmiederädern ausgestattet und mit einem semi-aktiven Fahrwerk. Das bedeutet, die ist also in ihrer Ausstattung sehr vergleichbar mit den anderen R1M, Fireblade SP und so weiter. Ja, die S1000 ist mittlerweile, muss man sagen, also die älteste Grundkonstruktion in diesem Vergleich. Hat ein paar Jahre auf dem Buckel, was nicht bedeutet, dass es ein langsames Motorrad wäre. Wir wissen also, der Motor hat Druck ohne Ende, schon immer. Und das ist auch heute noch so. Die Elektronik funktioniert schon immer auf einem sehr hohen Niveau. Und ja, davon abgesehen würde ich einfach sagen, schauen wir mal, wie sich das Motorrad am Ende schlägt. Also hier liegen schon einige Sätze ziemlich abgerockte Reifen, alle von uns. Das Geheimnis dahinter ist folgendes: Wir haben uns dazu entschlossen, diesen Test auf Einheitsreifen von Pirelli durchzuziehen, einfach wegen der Vergleichbarkeit. Und zwar fahren wir die gezeiteten Runden, beziehungsweise der Christian, auf dem Pirelli Diablo Superbike Slick in der Mischung Soft SC1. Genau, dann der Übergang von Japan nach Europa. Hier steht sie, die große Neuerscheinung für diesen Test 2018, die Ducati Panigale V4S. Sieht aus wie eine V2 Panigale in vielen Ansätzen, hat aber einen völlig neu entwickelten V4 Motor mit gut 1100 Kubikzentimeter Hubraum und Johannes, ich glaube 215 PS hat sie gedrückt auf dem Prüfstand, gell? Ziemlich genau 215 PS auf dem Prüfstand und ja, ob sich das in schnellere Rundenzeiten ummünzen lässt, das wird man sehen. Wir haben letztes Jahr gesehen, dass also die Fireblade trotz einer relativ geringen Leistung von nur gut 190 PS, also ganz vorne dabei war. Insofern werden wir sehen, ob es das bringt. Was macht denn so eine Panigale V4 zur S? Die S hat Schmiederäder und ein Ölinsfahrwerk und zwar auch in diesem Fall semi-aktiv. Das heißt, das Fahrwerk reagiert von alleine quasi auf den entsprechenden Fahrzustand und passt die Dämpfung an. Das funktioniert in verschiedenen Modi und das Fahrwerk ist aber auch einstellbar in Klicks, elektronische Klicks, wenn man so will. Gut, dann hätten wir hier die Honda Fireblade in der SP-Variante. Die SP zeichnet sich dadurch aus, dass sie ebenfalls ein semi-aktives Ölinsfahrwerk hat. Und dieses Motorrad ist vor allem deswegen besonders, weil die Fireblade ist nämlich die leichteste Maschine im ganzen Test. Wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, die Fireblade ist zwar das leistungsschwächste Motorrad mit nur gut 190 PS, aber wir haben letztes Jahr auf der Rennstrecke in Aragon und auch hier in Alcaraz gesehen, dass das also nicht bedeutet, dass sie zu den langsamen Motorrädern gehört, ganz im Gegenteil. Deshalb erwarten wir uns viel von einem Motorrad, das wir eigentlich schon kennen, aber ja, wo halt dieses Jahr sich die Frage stellt, wo ordnet sich sowas ein wie bei allen anderen Motorrädern im Vergleich mit der Panigale eben?
Kawasaki, das Weltmeistermotorrad ZX10RR. Unterscheidet sich von der ZX10 Basis auch in diesem Fall durch Schmiederäder, höherwertige Federelemente und im besonderen Falle der ZX10RR also um verstärkten Zylinderkopf. Das ist quasi die Basis des WSB-Motorrads. Davon abgesehen haben wir es eigentlich mit einem recht konventionellen oder konservativen Motorrad zu tun, also klassischer japanischer Reihen-Vierzylinder und ein konventionelles, nicht elektronisches Fahrwerk. GSX-R 1000R. Wie bei unserem Vergleich, also der Fairness halber angedacht, haben wir von allen Motorrädern die möglichst geilste, leckerste, edelste Variante da. Im Falle der GSX-R bedeutet das höherwertiges Fahrwerk mit einer Showa Balance-Free Fork und Balance-Free Rear Cushion. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Federelementen. Das bedeutet also, die versprechen auf der Rennstrecke höherwertige, konstante Dämpfungseigenschaften. Ansonsten hat die GSX-R als R-Variante denselben Motor, dasselbe Fahrwerk, auch ein konventionelles Fahrwerk, das heißt, man muss noch einen Schraubendreher benutzen. Ebenfalls mit an Bord, wie jetzt heute auch bei allen Motorrädern, ist also der Quickshifter, verschiedene Power-Modi, Kurven-ABS, das Übliche. Also, Tobi, was habe ich vergessen bei der GSX-R? Sie hat eine variable Ventilsteuerung. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Als einziger der japanischen Vierzylinder. Weiter geht's mit Y wie Yamaha YZF-R1M. Hinter dieser wunderbaren Kombination aus Buchstaben und Zahlen verbirgt sich also die sportliche, knackige Version eines an sich schon sehr sportlichen Kraftfahrzeugs. Die R1 verfügt also über den Crossplane-Reihen-Vierzylinder mit auch rund 200 PS. In der M-Variante haben wir also ganz viel, ganz leckeres Carbon und ebenfalls ein semi-aktives Fahrwerk aus dem Hause Öhlins. Das Motorrad war letztes Jahr schon sehr schnell, hat für dieses Jahr nochmal ein kleines Update bekommen, jetzt auch mit Blipper, Fahrwerk nochmal überarbeitet und wir sind sehr gespannt, wie sich dieses Motorrad heute schlägt. Also es dämmert über der Strecke von Alcaraz und da hinten fährt der Lumpensammler raus, der zum Glück die letzten 2 Tage nicht wegen uns ausrücken musste. Sehr gut. Das Interessante an unserem großen Supersportvergleich, den wir 2018 jetzt gemacht haben, ist tatsächlich, dass wir nach unseren ganzen Testergebnissen, die wir über 2 Tage eingefahren haben, 7 Motorräder, 7 Fahrer und 7 Meinungen haben. Die Ergebnisse, vor allem die Rundenzeiten, liegen sehr eng beieinander. Und da einen ganz klaren Sieger zu benennen oder einen klaren Verlierer, ist fast nicht möglich. Man kann natürlich knallhart nach den Rundenzeiten gehen und sagen, das war jetzt die schnellste und das war die langsamste. Aber es spielen dann eben doch wieder ganz stark persönliche Vorlieben mit in dieses Ergebnis ein. Oder wie siehst du das, Johannes? Ja, ich denke, das kann man direkt so unterschreiben. Also es hängt extrem viel davon ab, wie du die Motorräder fährst. Das wiederum ist eine Frage der persönlichen Vorliebe auch. Oder wie bewegst du dich auf dem Motorrad? Welcher Reifen ist gerade drauf? Was bevorzugst du persönlich beim Motorrad? Also es ist in der Tat so, dass wir eigentlich man kann es so sagen, die generellen Charaktere der Motorräder kann man ganz gut rausschälen und sagen, also keine Ahnung, als Beispiel die Kawasaki hat also oben richtig viel Leistung, aber hier und da könnte sie in der Mitte ein bisschen mehr im Punch haben. Das sind so harte Kriterien, die man rausschälen kann und wo man sagen kann, okay, das ist so. Aber in den soften Faktoren, also der eine bevorzugt ein stabileres Motorrad, der andere bevorzugt ein Motorrad, das also schärfer einlenkt, ist viel Geschmackssache dabei gewesen. Ja. Vor allem sehr interessant ist auch, ganz viel Leistung bringt nicht zwangsweise die schnellste Rundenzeit, sondern am Ende des Tages muss das Paket von dem Motorrad gut fahrbar sein und dadurch die schnelle Rundenzeit bringen. Also Leistung allein scheint nicht der Heilsbringer zu sein. Jetzt würde ich abschließend trotzdem noch von dir gern wissen, wenn du dir eine aussuchen könntest, welche würdest du nehmen? Ja, ist eine gute Frage. Ich mag persönlich einige von diesen Motorrädern, die wir jetzt dabei hatten, sehr gerne. Aber ich würde
die Ducati kaufen, weil ich spektakuläre Motorräder mag. Und die Ducati ist einfach ein riesengroßes Erlebnis. Ich glaube, dass ich mit der Ducati 1, 2, 3 sehr schnelle Runden fahren könnte, aber über eine Renndistanz wird sie mich wahrscheinlich fertig machen, weil sie eben schwierig zu fahren ist. Aber ich würde sie trotzdem kaufen, weil ich persönlich bevorzuge diesen Knaller-Effekt und den liefert die Ducati wie keine andere aus diesem Testfeld. Das Motorrad, die V4, war ja der Aufhänger dieses ganzen Tests. Und ich glaube, viele haben befürchtet, dass die Maschine so ein bisschen als V4 diesen Ducati-typischen Charakter verliert. Und ich glaube, das so als kleines Fazit kann man sagen, das ist definitiv nicht passiert. Ja, mehr dazu gibt es im Heft. Bald. Vielleicht das noch zum Abschluss. Wir haben die Geschichte also diesmal so aufgeteilt. Wir waren mit Motorrad 3 Tage vor diesem Rennstreckentest noch auf der Landstraße unterwegs. Haben die Motorräder also auch da noch sehr ausgiebig getestet. Der Rennstreckentest findet in erster Linie im PS statt. Auch dazu wird es Informationen bei uns geben. Genau, der Rennstreckentest mit allen harten Fakten, welches Motorrad ist in welcher Passage der Strecke, wie schnell und warum, den gibt es bald in PS. Dankeschön. Das war's von uns, oder? Genau. Ciao.